So, ich habe mir Sliders angeschaut, Staffel 4, Folge 1, ja. Weil ich denke, ich wollte noch eine andere Serie dazwischen bringen, wo wir Slider-Pause machen, aber ich denke, letztes Mal hätte was besser erklären sollen, dass mich so schnell wie möglich erklären aus und gefällt mir die Serie und ich kann es immer anschauen. Ja. Das ist meine Lieblingsserie, also sie gefällt mir mehr wie nur gefallen. Also ich liebe die Serie. Gut, in der letzten Folge, die letzten paar Folgen, wenn sie mal der Rickman drauf hätten, ging es um zwei Timer. Ja. Die der Rickman hat, wo die Heimatkoordinaten drauf sind, von Queen Mallory, Rembrandt Braun und Wade Wells. Ja. Und ihren Timer, den sie auch letztes Mal, vorletztes Mal verloren, letztes Mal verloren haben und in der Rickman hat. Ich habe nicht Rick Grimes gesagt, Rickman hat. Und man kann es jetzt mal sagen, der Rickman ist ja in der letzten Folge auch gestorben. Wie er gestorben ist, will ich nicht sagen. Ja. Gut, man hätte sich das wünschen können, dass der so stirbt, dass die Maggie Becker die Rache hat. Aber na, so. Da war es ja in der letzten Folge so, dass Wade Wells und Rembrandt Braun, die sind auf ihrer Heimatplanet wieder zurückgekommen, also auf ihrem Universum. Während Wade Wells und Maggie Becker nach einem Fight quasi zwar auch wieder auf die Erde gekommen sind, aber der Timer war zerstört und sie sind zwar klar auf die gleiche Erde gelandet, also auf dem gleichen Universum, auf die gleiche Realität gelandet, nur in der Zukunft. Ja. Und da hätte man halt gewünscht, dass die jetzt in der Folge, wo jetzt kommt, dass die da in der Zukunft rumstapft und man sieht, was ist in der Zukunft. Und die waren noch weit vorne in der Zukunft wie Martin McFly, Zurück in Zukunft Teil 2. Ja? Und das wäre dann wirklich spektakulär gewesen. Ich weiß nicht, warum sie dann eine Folge später das nicht gebracht haben, hat das Budget gefällt oder so, weil die in die Zukunft richtig krass rübergebracht. Das war wirklich interessiert. Was ist in der Zukunft und wie kommen sie wieder zurück in ihr Zeit oder wie kommen sie überhaupt wieder in ihre Zeit zurück so. Das hat mich interessiert. So, hin zwar jetzt in der nächsten Folge, das habe ich irgendwie nicht mehr auf dem Radar gehabt, aber irgendwie schon noch im Hinterkopf. Das haben sie in der Folge, wo ich jetzt erwähnen will, doch irgendwie erklärt, aber es war ganz kleine Randbemerkung. Ja, ganz billig und gut. Auch bei Zurück in Zukunft Teil 2 hätte man sich gewünscht, dass die in der Zukunft, bei uns jetzt schon wieder Vergangenheit, 2015, dass die da ein bisschen mehr rumgestapft wären. Ja. Obwohl die schon viel gezeigt haben. In Zurück in Zukunft Teil 2, da ist das bei den Sliders, ja, war nur eine Sekunde hoch in der letzten Folge. Und zwar haben sie das jetzt auch Folgendes erklärt. Dass quasi die durch den Timer wieder zurück in ihr Gegenwart reisen können, von der Zukunft, in ihre Zeit und da aber erstmal in ein anderes Universum müssen hin. So. Ja. Das mit dem Timer habe ich erklärt. Ja, da war in der letzten Folge auch so, dass der Rickman auch den anderen Timer gehabt hat und die Gefahr war, dass die halt nicht weiterkommen, aber die sind ja zu zwei Timer dann wieder zurückgekommen, als der Rickman verstorben ist. Jetzt werden wir aber zu der Folge kommen. Und ja, gut, da haben sie in ein anderes Universum müssen, also wieder zurück in ihre Gegenwart hin. Und dann wird sie von Biker verfolgt, ja, von einer Biker-Bande und um denen zu entkommen. Ja, die teils moderne Biker waren und teils ausgerüstet wie so Indianer mit Pfeil und Bogen und Speere, ja, und die dann wegsliden können hin. Und das mal in ihr Universum, in ihr Erde und in ihrer Zeitlinie noch. Ja. So. Also ich glaube, jetzt habe ich alles auf den Punkt gebracht. Und ich muss sagen, das ist jetzt eine Folge, die mir gar nicht gefällt und ich habe jetzt befürchtet, dass die als nächstes kommt. Weil bei so vielen Folgen kann man sagen, obwohl die meisten so oft gesehen, dass man dann quasi manchmal auch
bei so vielen Folgen auch die Spur verliert oder das nicht mehr so auf dem Radar hat, und ich habe aber schon im Hinterkopf gehabt, die Folge kommt als nächstes, weil die von mir eine ganz unbeliebte Folge, obwohl er eigentlich sehr viel gestimmt hat. Ja. Und ich habe auch die DVD von den Sliders schon viele Jahre in meiner Sammlung, und ich habe immer, weil einer jetzt gesagt hat, es gibt eigentlich 6 Staffeln, und haben mir korrigiert, ich habe da immer von 5 Staffeln geschwätzt. Und da bin ich durcheinander gekommen und habe gedacht, ja gut, ich habe dann doch 6 Staffler. Und habe jetzt mal geguckt, nein, ich habe nur 5 Staffler, und ich weiß halt nur von 5 Staffler, und ich habe ihn da korrigiert, weil ich gesagt habe, da gibt es auch 6 Staffeln. Und ich hatte aber geguckt im Internet, ob es da noch eine 6. Staffel gibt. Also so viel ich gesehen, gibt es nur 5 Staffeln, aber vielleicht hätten sie doch noch eine 6. Staffel gedreht, die ich nicht habe, aber ich weiß offiziell nur von 5 Staffeln. Und ja. Maggie hat anfangs Probleme gehabt mit dem Atmen in Gwyn's Welt, aber ihre Lungenflügel haben sich dann schon an die Sauerstoffzufuhr in Gwyn's Realität sich anpasst. Es sind Ruhigzustände da, was Gwyn verwundert. Ja? Weil USA in seiner Realität, wo er wegreiste, war noch nicht immer Kriegszustand. Ja? Und ja, dann hört man laute Maschine und so, und Gwyn und Maggie verstehen sich. Ja. Chromex fahren durch mit einem kleinen LKW, sie nehmen Menschen als Sklaven mit. Chromex wirken wie Drecksnazis in der Folge, ja, eigentlich in jeder Folge. Ja. Chromex, die sind auch schon in einer Folge davor gekommen. Die kommen aus Realität raus, wo es eine andere Art von, also der Mensch ist ja stammt vom Affe ab, und das in der ganz Vergangenheit, in der Realität, gibt es so Killer-Affe-Sorte, die sich durchgesetzt hat und so in der Evolution ja, zum höchsten Punkt auf ihrer Realität geworden sind. Ja. Und die haben dann Slide entwickelt, und weil er versucht, andere Zivilisationen und andere Realitäten zu unterdrücken und zu ihrem Machwerk zu machen. Ja. Und die sind auch sehr technisch höher entwickelt wie auf der Realität, auf alle Realität eigentlich so. Ja, so geht man so für zusammenfassen, oder so ist es eigentlich auch von der fingierten Handlung. Ja. Gwyn und Maggie suchen die anderen Sliders. Ein Mann bedroht sie mit einer Schusswaffe. Der Mann sieht, dass das keine Chromex sind, und vertraut ihnen. Er kann sie zu Braun und Wade bringen. Ja. Andere Frau, die Magda, die hat einen Zicker gekriegt mit der Maggie und erklärt dann, dass die Chromex da gekommen sind und die Erde angegriffen haben, ja, dass da weltweit viele Menschen sterben müssen hin, und dass die Chromex, und ich denke immer, dass die Chromex quasi Aliens sind, ja, aber Gwyn Mallory hat sie dann in Szene setzen können, dass die zwar von einer anderen Realität kommen, aber von ganz in der Vergangenheit, in die Urzeiten, dass das eine andere Affensorte ist, die sich da anders entwickelt haben, und dass die jetzt die auch Slider können, und dass die zwar dass das Killeraffen sind, die quasi damals, dass die sich evolutionell anders entwickelt haben wie die Menschen, und dass die quasi hohe Technologie haben und weiterentwickelt sind, was das Bereich angeht, aber dass die nur skrupelloser sind wie die Menschen, und dass die einfach kein Mitgefühl haben. Zwar holen die ganz kein Mitgefühl, und ja. Die wurden auch so, immer so dargestellt wie die Nazis.
Und Nazis waren da echt ja ganz widerliche Typen. Ja, die Comics sind halt ein Umerziehungslager. Ja. Das möchte ich noch widerlicher in meinen Augen. Quinn möchte sich vorwerfen, dass er quasi, dass das so passiert ist. Meg umarmt ihn und gibt ihm Trost. Das finde ich, das war an der Folge, was ich feiere. Die Zuneigung, wo Meg und Quinn zueinander hin und dass sie so als Liebesromanze immer näher kommen. Ja. Das finde ich super. Ja. Weil, ja. Aber es gibt so ganz viele Sachen, wo dann in der Folge, also die Serie finde ich super, aber die Liebessache Quinn und Maggie finde ich super in der Folge, aber es gibt auch ein paar andere Sachen, die in der Folge richtig doof finde. Die gehen auf der Straße, die Magda, der eine Mann, Quinn Mallory, Maggie Beckert, ja, und auf der Straße kommt ein riesiger Ufora, so ein Schiff, so ein Rahmenkleider von den Chromex und die schießen mit Laser auf Leute. Quinn, Maggie und Magda, die bringen sich in Sicherheit. Mehrere andere Leute sterben, unter anderem auch der Mann. Ja. Quinn sagt zu Magda, traust du nicht? Magda hat gesagt, ich habe keine Zeit zu trauen. Maggie sagt, die traut später. Wenn du erstmal da ins Leben Sicherheit bringen musst, hast du erstmal keine Zeit für sowas. Vom Adrenalinstoß. Ja. Weil Maggie Baker weiß, dass sie hat ja oft in Kriegseinsätze müssen. In ihrer Welt. Sie gehen jetzt das Hauptquartier der Rebellen, also die Rebellen gegen die Chromex. Sie treffen einen Computer aus, der sich bei den Chromex im System da einloggen kann, ja, und dann rausfindet, dass der Rembrandt Braun im Umerziehungslager ist. Wo die Welt sich, können sie jetzt nicht sagen. Und es gibt da Überläufer, also Menschen, die quasi es gibt da viele Opfer von den Chromex. Da gibt es dann Überläufer, Menschen, die sich die Chromex anschließen. Und es gibt auch Haufen Tote von den Chromex. Und es gibt auch dann einfach menschliche Wächter, die Chromex dienen. Ja. Und mit Karate und Kung Fu tut Maggie Beckert und Quinn Mallory quasi kommen die in das Umerziehungslager rein, will Rembrandt Braun rausholen, sind Martial Arts technisch perfekt, auch die Special Effects sind perfekt, aber was mir da in der Folge stinkt, das komme ich gleich dazu. Rembrandt Braun hat es erstmal nicht wahrhaben wollen, dass das Quinn Mallory ist und Maggie Beckert, weil die Chromex können auch mit Hirnmanipulationen quasi Fata Morgana Erscheinungsbilder vortäuschen. Und dann Quinn Mallory dann kann den Rembrandt Braun doch überzeugen. Rembrandt Braun vertraut dann doch und sieht, das ist doch der echte Quinn Mallory und ist der echte Maggie Beckert. Und durch einen Kampf versuchen sie zu flüchten durch einen Geheimtunnel. Im Verlies unter flüchtet dann Maggie Beckert, Rembrandt Braun und die Magda und Quinn Mallory, der hat eine Schießerei mit den Chromex, der hat so eine normale Maschinenpistole oder Gewehr. Und während die Chromex mit Laser schießt, er nietet auch Chromex um, aber die Chromex treffen den, der Quinn Mallory schwer verletzt und die Chromex verhaftet mal der Quinn Mallory, während die anderen auf der Flucht sind. Rembrandt Braun will unbedingt Quinn Mallory retten, weil die sind ja so, das sind ja wie Brüder, so Slide-Familie. Und Quinn Mallory kommt dann in der Kerker, so versklavt worden. Ja. Ja. Rembrandt Braun weiß aber, wie die Welt ist. Und Quinn Mallory trifft seine Mutter. Und das, was sie halt dann
Was ich jetzt so richtig angereiht, also da kommen wir ja dann gleich drauf. Gwyn Mallory, seine Mutter, die erzählt dann auch drauf, äh, dass Gwyn Mallory quasi nicht von der Erde ist, dass Double aus einem anderen Universum quasi ihn brachten und gesagt haben, sie sollte dann mal großziehen und wenn alles gut läuft, holen sie ihn wieder dann ab. Quasi auf ihrem Universum dann quasi sie einen Bürgerkrieg hin oder einen Weltkrieg, ja, Bürgerkrieg ist ein bisschen Blödsinn, ihren Weltkrieg, obwohl das als Bürgerkrieg geheißen hat, eigentlich Weltkrieg gegen die Chromex. Das ist so verstört und verschiedene Parallele, das muss man erstmal auf den Punkt bringen. Und dass sie halt quasi dann Gwyn Mallory dann quasi in die Realität gebracht haben, wo sie quasi von den Eltern erzogen worden ist und Gwyn Mallory hat immer gedacht, das war der echten Eltern und so weiter. Und dabei, die Chromex hat man davor immer so erwähnt oder denkt, die sind auch neu auf ihrem Planeten aufgewachsen, da sind neben den Menschen aufgewachsen, ein bisschen verstörend. Ist aber nicht so schlimm, kann man nur akzeptieren und Kind auch vielleicht die Geschichte in ein neues Level bringen. Was aber verstörend ist, ist halt dann doch, dass jetzt auf einmal der Gwyn Mallory von einem ganz anderen Universum kommt und nicht da war, wo man eigentlich mal herdenkt und dass seine Mutter gar nicht seine echte Mutter ist. Und dass er dann hat einen Bruder, den nennen sie dann wieder mal ganz andere Universum, auf eine andere Art dann wieder in Sicherheit gebracht. Und ja, als die Sache auf ihrem Planeten wieder in Sicherheit kommen ist, wollte es wieder abholen, aber die Mutter und der Vater haben ihn so lieb gehabt, dass sie ihn lieber versteckt haben, als ihn wieder herzugeben. Und dass halt so die Mutter, wo der Gwyn immer denkt, das wäre seine Mutter, gar nicht seine Mutter ist, das macht die Sache schlecht, finde ich. Also die Folge hat vieles gehabt, also perfekte Special Effects, der Slide-Tunnel, der noch bunter ist, dann der Raumkleider mit Laser, das mit Laser geschossen wurde, das hat so wirklich echt ausgesehen, Schauspielleistung, richtig echt dramatisch, Emotionen. Zwischen den fünf Figuren war genial, zwischen Rembrandt Braun, Gwyn Mallory und und seine Mutter, die doch jetzt in dem Fall nicht seine echte Mutter ist. Also die Emotionen waren, und auch die Maggie Baker, die dann auch gesagt hat, weil der Rembrandt Braun will mit Gwyn Mallory rausholen, so. Ja. Und die Maggie Baker will nicht, dass Rembrandt Braun allein kämpft und sie sagt, ihr seid sind alles von mir, seit meine Erde untergegangen ist und mein Mann verstorben ist, ihr seid eine Familie von mir. Seit der Komet dort meinen ganzen Planeten ausgelöscht hat. Das fand ich auch von der Maggie sehr emotional und sehr schön. Auch die Romanze zwischen Maggie Baker und Gwyn Mallory fand ich super. Ja. Dann will jetzt ja die Armee, will ja dann quasi die Armee will mit Rembrandt Braun und Maggie Baker den Gwyn Mallory rausholen. Ja. Ob das schafft, will er nicht erzählen, müsst ihr euch selber anschauen. Aber ich gesagt, da war so geniale Sache drauf. Aber dass die jetzt so erwähnt wurde, ja, ich bin eigentlich nicht der, also die Mutter sagt, ich bin nicht wirklich der Mutter und dein Vater, der damals verstorben ist, nicht wirklich dein echter Vater. Die Serie, die Folge möchte das Blatt, wie die Serie gestartet hat. Gell? Muss man auf meinen Timer gucken, ob wir noch Zeit haben. Oh ja, Gott noch. So, haben wir noch genug Zeit. Weil die Serie ist ja gestartet, dass einfache Realität, ganz einfache Menschen. Da gibt es einen Jugendlicher, der hochbegabt ist, mehr wie alle andere, der einen Mentor hat, das ist der Maxim Professor Arturo. Und dann hat er die Freundin, die Welt, die schaffen er um ihr Studium zu bezahlen, ein Computerlädle. Dann kommt der Sänger Rembrandt Braun dazu und so weiter. Und die startet so uns leider von einer Realität zur anderen, zum einem Paralleluniversum zum anderen. Und die Hoffnung war ja, dass sie wieder ihre Realität findet und glücklich in ihrer Realität wieder leben können im Universum. So, das war, so was zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft Teil 2 war, wenn sie unfreiwillig auch ein Paralleluniversum geschaffen und die wollte die Zeitlinie wieder korrigieren, dass sie wieder
ihr 1985 wieder das Normale ist und ist es mit einem Happy End ausgegangen. Hat zwar in der dritten Teil eingeführt, aber es war dann beim Schluss ein Happy End. Ja. Und so hat man sich das. Meine Chromex, die passt eh nicht wirklich in eine Serie rein, auf eine andere Art doch schon irgendwie wieder. Und hätte sie die Chromex ein paar Folgen davor besiegt, wie den Rickman, und ist jetzt nicht so aufgebaut und die Grundstory von an sich so verändert, dass das als Fan fast keinen Spaß mehr macht, der wäre es in Ordnung gewesen. So. Aber ist es so gekommen, weil man hat ja vom ganzen Herzen akzeptiert, dass in der fingierten Handlung dem seine Mutter, wo sich als Mutter ausgibt, als eine echte Mutter ist und nicht irgendwelche, dass dem seine Eltern jetzt so von einem nochmal anderen Universum sind, das möchte das Ganze ja, ein bisschen wahnwitzig und so und nimmt der ganze Storyline, was davor grandios und diamantmäßig war, jetzt die Struktur her und gibt es auch einen Tiefpunkt. Gut, dass der noch einen Bruder hat, das hätte man sich noch irgendwie anders einbauen können, weil der Bruder von Green Mallory, der in die nächste Folge da reinkommt, der ist, weil Green Mallory wird von einem Schauspieler gespielt, Jerry O'Connell, ja, und der ist vom Jerry O'Connell der echte Bruder und der ist Charlie O'Connell, ja, und der kommt in der nächsten Folge vor und das hätte man sich irgendwie anders erklären können als jetzt, oh, anderes Universum und nochmal andere Eltern und irgendwie fährt das mit Chromex zusammen und es möchte irgendwie, das ist so über der Spur, dass das schon aberwitzig ist und gerade schon wieder die Chromex, obwohl die Chromex auf dem Planeten schon alles verwüstet und es möchte das irgendwie gar keinen Sinn finden. Dann kommt dazu, dass du eigentlich immer denkst, dem Queens Mallory seine Realität wäre unsere Realität in der, so und dass da die Chromex jetzt so weltweit einen Krieg angefangen haben und den ja in echt dann kannst du nur den Kopf schütteln, weil dann kannst du schon damit nämlich so identifizieren. So. Und da finde ich schon, dass die beim Anfang, wie die gestartet sind, so, hat die Folge jetzt schon vieles kaputt gemacht, weil man hat ja immer gehofft, die kommen heim und können ihr normales Leben weiterführen. So. Und das, ja, also, obwohl vieles perfekt war, sei es Emotionen, sei es Special Effects, Schauspielleistung, hat die Erzählung und von der Mutter und dem Computerchip, wo sie auf die Stirn gehauen hat, wo die seine angeblich echten Eltern da eine Botschaft hinterlassen haben, das hat nämlich so viel in der Storyline im Gesamten kaputt gemacht. Da kannst du nur den Kopf schütteln. Also das ist eine Folge, die ich echt nicht mag. Und die auch jeder Slider-Fan hasst. Wo ich dann auch sage, die von 1 bis 10 hat ihr 4 verdient. Ja. Und damit ein gelbes Herzchen. Ja. Und ich bin da auch immer ehrlich und authentisch auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Und die Folge hat mir halt nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, da kann ich nicht mitgegangen. Weil so wie die gestartet haben und der Zauber dabei war und jetzt kommt in der Story nochmal ein Strukturbruch. Es macht nämlich die ganze Storyline kaputt in der Folge. Ja. So wie die jetzt in der Folge den Strukturbruch gemacht haben, weil man halt denkt, Green Mallory ist ein hochbegabter Mensch, der aus normalen Familienverhältnisse kommt und der jetzt da auf Abenteuerreise geht mit seinen Kumpanen, Mitreisende und dann irgendwann so findet sie ihre Realität und lebt glücklich und nicht so, jetzt bricht ein Krieg aus und er hat andere Eltern und das ist dann zu Überdress, das möchte das Ganze nicht mehr glaubhaft, das wirkt so, ja, überzogen alles, auch wenn es eine Fiction-Serie ist und so, das sollte schon ein bisschen nachvollziehbar sein, so, dass man denkt, das könnte doch möglich sein und nicht schon wieder andere Handlungen,
das ist so wie bei Terminator, wie hat der geheißen, Terminator Genesis, der hat mir auch nicht so gefallen. Im ersten, zweiten Teil von Terminator haben sie immer einen John Connor sein Leben gerettet, weil er quasi der wichtigste Mann in der Zukunft ist für die Rebeller, Anführer, der quasi die Menschheit retten kann und der ist wichtig. Und bei Genesis oder Gott, das ist auch immer der Bösewicht, der möchte auch keinen Sinn. Und so wenig möchte es Sinn, dass der Quinn doch noch andere Eltern hat, im andere Universum.